Jetzt wird so langsam ernst, Leute. Das Gehäuse ist erfolgreich gefräst, vorbereitet, alle Teile sind da und ich habe diese Düse. Dann würde ich sagen, können wir den Motor jetzt ausdistanzieren. Als erstes lagern wir jetzt den Motor. Wie das funktioniert, habe ich ja in einem der älteren Videos schon mal erzählt. Deswegen würde ich sagen, gehe ich da jetzt hier nicht ganz so detailliert drauf ein. Allerdings gibt es in unserem Motor jetzt, in diesem Tuning-Motor, ein paar Sachen, auf die ihr achten müsst, auf die ich dann speziell eingehe. Dass, falls ihr das nachmachen wollt, weil darauf ist das ja ausgelegt, dass ihr dann die Infos dazu habt. Lagerus sind drinus. Jetzt weiß ich noch nicht ganz genau, was ihr davon gesehen habt und was nicht. Aber ihr kennt das Spiel ja schon jetzt. Was ist hier denn dran? Oh, so ein bisschen Flugrost hier am Lager, wa? Seht ihr das? Das muss aber eben weg und dann muss da gleich ein bisschen Schmatze drauf und dann ist es gut. Jetzt kommen da die Lager rein. Und dann könnt ihr die da einfach reinklüppeln. Ich denke, man sieht das. Den einen nach unten, den anderen nach oben. Ab geht der Peter. Also Lager gefettet bzw. geölt mit so einem schmierigen Zeug. Dann kann der da auch schon wieder rein. Der Bolzen, ich zeige euch das einfach eben, der sieht tipptopp aus. Hier ist so eine ganz leichte Phase dran. Ich denke, dass ihr das sehen könnt. Aber das interessiert uns überhaupt nicht. Da können wir ganz locker mit leben. Und die kriegt von mir exakt 9,75 Newtonmeter. Jetzt muss hier der Stopfen wieder rein. Den habe ich vorhin rausgenommen, um das so richtig reinigen zu können. Mit Q-Tip innen drin, auswischen, also so richtig sauber, weil das die Ölversorgung für die Ölspritzdüse ist. Hier kommt ein Stopfen rein, den habe ich hier in der Hand. Den mache ich jetzt eben sauber und dann klebe ich den ein. Wirklich nur so ein Hauch von, das braucht nicht in Unverstand. Seht ihr das? Wirklich nur so ein Tropfen dran, damit sich das dann nicht rausvibriert. Dafür hochfest. Kann man von halten, was man will. Ich klebe die mit Hochfest ein. Schön da rein. Wichtig ist dabei, dass die unter die Dichtfläche drunter kommen. Die darf hier nicht drüber stehen, weil sonst die Dichtung hier nicht dichtet. Aber das kann man ja einfach runterschrauben, bis man da dann ist. Für alle, die sich wundern, was ich hier angestellt habe. Hier ist original bei dieser Art von Motor, bei dem alten grauen und bei dem schwarzen, ist hier nur so eine ja, vorbereitete Gussfläche, wo... Also der Hintergedanke ist der, dass hier sich das Öl sammeln und zu dem Lager laufen kann. Wenn hier eine glatte Fläche ist, läuft ja die Hälfte daneben. Deswegen habe ich das hier so ein bisschen runtergesenkt. Das muss kein Schönheitswettbewerb gewinnen, das muss funktional sein und deswegen habe ich das da. Ich denke, dass man das sehen kann. Da so eine Art Trichter gefräst, mal eben schnell mit der Hand, damit das Öl da runterlaufen kann. Das haben die dann ja beim High Flow später dann so zusammengefräst. Deswegen sieht das so aus, aber nichts bei denken. Und jetzt kommen wir zu dem Cliffhanger von vorhin. Das bin ich euch ja noch schuldig. Das hier, Leute, ist was Feines. Und zwar ist das eine Ölspritzdüse für die Motoren mit einer Ölspritzdüse. Deswegen, weil die Bohrungen von diesen Düsen im regulären Betrieb auch unterschiedliche Durchmesser haben aufgrund von bestimmten Drücken. Hast du einen Motor mit 2 Ölspritzdüsen, die sitzen dann ja so versetzt und spritzen dann ja dementsprechend so gegen den Kolbenboden. Diese Ölspritzdüse ist nicht nur länger, sondern hat eine Fähigkeit. Und zwar besteht die aus Aluminium und lässt sich formen. Das ist die letzte, die ich habe. Die hat der Herr Frauenschuh entwickelt. Also das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das hat der gute Mann gekonnt. Und zwar ist es so, dass man die verschraubt und dann biegen kann. Jetzt guckt ihr prinzipiell so, wenn man diesen Weg verlängern würde, würde das ja irgendwo hier oben, ihr könnt das natürlich nicht sehen, aber am Ziel vorbeilaufen und schießen. Wenn wir nachher den Kolben drin haben, können wir diese Ölspritzdüse Richtung Kolbenbolzen und Kolbenboden hinbiegen und drehen, damit die genau dahin spritzt, wo sie hinspritzen soll. Und deswegen auch die penible Vorarbeit hier, weil die Aluminiumdüse dementsprechend sauber verbaut werden muss, damit das auch alles so funktioniert. Das ist ein Gimmick, was ich drauflege. Wie gesagt, das ist meine letzte der Düsen. Da nimmt der Herr Frauenschuh echt viel Geld für, aber für dieses Projekt und für diesen Motor ist es mir das wert. Die kommt da jetzt rein, die wird auch eingeklebt und die kriegt 2,45 Newtonmeter. Nichts, also wirklich nichts. Ihr müsst, wenn ihr euch so eine von Sepp kaufen solltet, wirklich vorsichtig sein mit dem Drehmoment, sonst ist sie ab. Die kann nicht sonderlich viel Drehmoment ab. Und hier oben wird dann der Schlüssel aufgesteckt. Ich zeige euch das dann, wenn es soweit ist und die dann in Form gebracht. Das ist eine ganz, ganz feine Sache. Und hier auch wieder ein Hauch von Schraubensicherung dran. Alles nicht übertreiben. Und dann wirklich mit Gefühl die da reinschrauben. Erstmal mit dem Finger bis auf Anschlag. Und dann braucht ihr
braucht ihr nicht, weil ihr habt sowas nicht. Man braucht das auch nicht unbedingt, nur wenn man es hat, sollte man das da einbauen. Braucht ihr wirklich nur den 5 mm Dingsbums nehmen und die wirklich nur so, die kriegt wirklich einen Hauch von nichts, ne? Also wenn das 5 Newtonmeter sind, die am Ende kriegt, dann ist das viel. Mehr mache ich da dran nicht. Also das ist wirklich nur dran und ganz leicht ziehen. Generell auch die Originaldüsen, die Spritzdüsen, die da drin sitzen, alles mit Vorsicht genießen. Aber das wird so funktionieren und mit dem wird dann später dementsprechend das auch ausgerichtet. Aber das sehen wir dann. Nur, dass ihr das wisst, dass hier in den Motor auch viele kleine nette Gimmicks eingebaut werden, wie das und viele solche Sachen. Also Kurbelwelle da rein und siehe da, das passt mit dem Pleuel prima. Viel weniger Platz darf da auch nicht zwischen sein, ne? Das haben wir gut gemacht. Das haben wir richtig gemacht. Da auch, ich hoffe ihr seht das, so viel weniger Platz darf da auch nicht zwischen sein. Das sieht doch in Ordnung aus, aber das war ja irgendwie von vornherein klar, deswegen haben wir das ja auch ausgefräst. Jetzt Dichtung drauf, beziehungsweise Passhülse rein, Dichtung drauf, Axialspiel messen und dann haben wir es auch für heute. Haben wir hier eine nagelneue Dichtelung, die mache ich mal eben nach unten hier. Ja, das ist jetzt natürlich hier so ein bisschen, dann hauen wir den Paar an der Batterie. Oh, das fühlt sich schon gut an. Da gebe ich jetzt ein bisschen Drehmoment drauf. Wo haben sie denn die Schrauben gelassen? Die ist das, die ist das, die ist das, die ist länger, die muss dahin. Schön über Kreuz. Immer mit der Ruhe. Die Schrauben müssen unbedingt sauber, da geht es gar nicht so. Die ziehen wir nochmal an. Ja, 0, ideal. Sage ich gleich was zu. Jetzt erstmal wieder auseinander und dann sprechen wir gleich. Los. Los. Möchtest du wohl? So. Aha. Schön. Das passt ja bis jetzt alles supidupi-tippitoppi. Ich bin richtig begeistert. Echt. Auf dem ersten Anlauf genau das Axialspiel getroffen, was ich treffen wollte. So plus minus ein paar Tausendstel, Hundertstel, Milliardstel. Ich pack das mal eben mal weg und dann gibt's Schlussworte. Zu dem Axialspiel. Wir sind jetzt bei einem Axialspiel von 0,43. Also nochmal knapp einen Zehntel größer als bei einem Standardmotor. Und das mache ich aus folgendem Grund. Dadurch, dass wir hier einen Exzenterhubzapfen drin haben, ich blende euch hier nochmal ein Bild ein, haben wir quasi einen, wie soll ich das sagen, einen Versatz, logischerweise, den brauchen wir auch, darauf läuft es ja hinaus, darum haben wir genau diese Spirenzchen gemacht. Dadurch hast du aber ja, so stelle ich mir vor, eine Sollbruchstelle. Und die Kurbelwelle wird, und das tut sie ja sowieso, trotz dem verstärkten und gestopften Pleuel, was das Walgen von der Kurbelwelle so ein bisschen verhindern soll. Ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen, wie ich das meine. Dass, wenn hier oben Druck drauf kommt auf den Pleuel, dass die Ohren dann so nach oben klappen. Das ist nur marginal. Mein Gedankengang bei dem größeren Axialspiel ist jetzt aber, dass wir dem Motor so viel Platz wie irgend möglich geben, um ihm das Walgen zu ermöglichen, um die Belastung von den Kurbelwellenlagern runterzunehmen. Deswegen das große Axialspiel. Das ist mein Gedankengang dazu, so setze ich das um. In der Praxis funktioniert das so wird es gemacht und deswegen habe ich so die Zahl angepeilt. Euch interessieren ja auch immer die Kosten. Pleuel, das Pleuelgestänge schlägt mit 145 € zu Buche und das Exzenterhubzapfen anfertigen 2 mm kostet 223 € inklusive Mehrwertsteuer. Alles zusammen. Das Feinwuchten, das Umpressen und das Richten der Welle hat die Firma Lanzarote für dieses Projekt übernommen, also uns erlassen. Somit sind das auch die kompletten Kosten für die Kurbelwelle, damit ist das erledigt. Danke an die Firma Lanzarote für die Unterstützung schon seit vielen Jahren. Wenn ihr Kurbelwelle, Kolben, Pleuel, irgendwas in der Richtung habt, geht gerne dahin. Ich kann Andrea und Thomas wirklich nur empfehlen. So. Ich hoffe, euch hat die kleine Extra-Info mit der Ölspritzdüse und mit dem Axialspiel irgendeinen Mehrwert geboten. Wenn du mir was bieten willst, dann abonnierst du den Kanal, gibst dem Ding einen Daumen hoch. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal dann Kickstarter, Getriebe, Kurbelwelle rein, Block zusammenschrauben und dann arbeiten wir uns jetzt so richtig geil, Schritt für Schritt, einem geilen Motor entgegen. Oh what? Tschüss!